Wie wird sie wohl aussehen, unsere Zukunft? Wäre es nicht toll, eine Welt mit fliegenden Autos, Raumschiffen, Robotern und das alles energiesparend und umweltfreundlich? Soweit der Traum. Aber wie wird sie denn nun, die Zukunft? Die Zukunft wird auf jeden Fall eine Herausforderung, denn wir haben ja ganz viele Probleme, die wir aktuell lösen müssen. Klimawandel, Artensterben, Krieg, die Ungerechtigkeit in der Welt. Und ich hoffe natürlich, dass wir diese ganzen Probleme auch gelöst kriegen und dann in einer besseren Zukunft leben, als wir heute in der Gegenwart leben. Aber so ganz genau, wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Umso wichtiger die Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Eine Frage, die nicht nur das Futurium in Berlin erkundet, auch außerhalb des Museums sind Zukunftsvisionen gefragt. Innovative Ideen, die uns dabei helfen können, nachhaltiger und energiesparender zu leben. Eine solche Idee kommt aus Darmstadt. Was aussieht wie eine große Bierdose, ist ein Kühlschrank. Aber kein Kühlschrank, wie man ihn von zu Hause kennt. Ich bin Timur und mit meinem Team entwickeln wir nachhaltige Kühlsysteme auf Basis von magnetischen Materialien. Und die sind nicht nur energiesparend, sie kommen auch ganz ohne giftige oder umweltschädliche Kältemittel aus, die auch heute noch in Kühlschränken zu finden sind. Wir entwickeln Kühlsysteme und zwar nicht mit Kältegasen, sondern mit Metallen. Und diese Metalle haben eben einen speziellen Materialeffekt, dass sie schlagartig warm werden bzw. kalt werden, wenn man sie magnetisiert und entmagnetisiert. Und so können wir eben Systeme bauen, die keinen direkten Treibhauseffekt haben und die Systeme sind an sich auch energieeffizienter als ein bestehendes System. Und zwar bis zu 40%. Schon im nächsten Jahr sollen die ersten Kühlschrankprototypen in Testsupermärkten stehen. Langfristig könnten sie sogar ganze Gebäude kühlen. Bei der Arbeit ist dem Team besonders eines wichtig: dass wir mit unserer Technologie wirklich die Erderwärmung reduzieren können. Wir haben weltweit über 3 Milliarden Kühlsysteme im Einsatz. Der größte Teil sind eben zum einen Haushaltskühlschränke, aber eben auch Klimaanlagen. Und das wird eben sich deutlich steigern, gerade auch wenn die Erde eben wärmer wird. Was ich bei Magnotherm ganz interessant finde, die können auch mit ihrer Technologie Wärme erzeugen. Und das ist viel relevanter als Kühlung. Und das ist natürlich der riesengroße Hebel. Also wenn wir schaffen, da viel effizienter zu werden, dann können wir deutschlandweit richtig viel Energie sparen. Und das ist natürlich jetzt für die Energiewende und für die Dekarbonisierung der Gesellschaft richtig wichtig. Zurzeit verbrauchen wir noch jede Menge Energie im Haushalt. Ein israelisches Start-up hat hierfür nach einer energiesparenden Lösung gesucht. Essensabfälle werden direkt zu Hause in einer Biogasanlage umgewandelt. In Gas zum Kochen oder in Düngemittel. So wird aus Müll Energie, ganz ohne lange Transportwege. Ist das ein System für eine nachhaltigere Zukunft? Die Energie, die Nahrungsmittel, die Rohstoffe, die wir so zum Leben brauchen, die sollten aus unserem direkten Umfeld kommen. Und da kann so eine Biogasanlage für den Heimgebrauch ein erster Schritt sein. Ich sage ganz bewusst ein erster Schritt, weil Biogas ist auch nicht ohne. Also da ist ja zum einen Methan drin und das ist hochexplosiv. Soll heißen, es ist total wichtig, anzufangen, Strukturen zu bauen, wo ich Ressourcen lokal wiederverwerten kann. Aber es ist auch keine einfache Sache. Also wir brauchen wirklich neue Technologien, zum Beispiel Filtersysteme, um dann so einen Rohstoff wie Biogas bei uns wirklich auch sicher nutzen zu können. Auch wo unsere Lebensmittel herkommen, könnte sich in Zukunft ändern. Etwa mit Gemüse aus dem Meer. Vor der italienischen Küste liegt Nemos Garten. Hier wachsen Basilikum, Erdbeeren und Salat. Anders als bei einem normalen Gewächshaus wird hier keine zusätzliche Energie benötigt. Unter Wasser ist es das ganze Jahr warm und hell. Und das Wasser für die Pflanzen entsteht allein durch Verdunstung. Noch ist der Anbau teurer als an Land, aber die Forscher sind überzeugt, das wird sich noch ändern. Was ich interessant finde an der Lebensmittelproduktion auf dem Meer ist, dass das eine echte Alternative sein kann für Fischer, die aufgrund der reduzierten Fischbestände einfach nicht mehr fischen können. Und so können sie quasi das Meer vor ihrer Haustür nutzen, ja, um etwas herzustellen, was gebraucht wird, nämlich Lebensmittel.
Pflanzen sind aber nicht nur zum Essen da. Wie sie uns in Zukunft helfen könnten, auch das lässt sich im Berliner Futurium erkunden. Zum Beispiel können diese Pflanzen Schwermetalle aus dem Boden ziehen und damit Giftstoffe aus der Erde herausholen. Oder dort hinten zeigen wir Projekte, wie man mit Pilzen oder mit Hilfe von Bakterien neue Baustoffe erzeugen kann und wie man quasi mit Hilfe der Natur auch bauen und konstruieren kann. Und auch das können Pflanzen, Licht erzeugen. Daran arbeitet ein Start-up aus den Niederlanden. My name is Amy van Urs. Mein Name And ist I'm the Amy van founder Urs. and designer Ich bin die Gründerin of und The Living Designerin Light. von Living Light. The Living Light is a lamp Das ist eine Lampe, die which ihre harvests Energie aus dem energy Syntheseprozess through der the Pflanze synthetic schöpft. process of the plant. Wenn die Pflanze Photosynthese betreibt, gibt sie dabei über ihre Wurzeln Stoffe wie Zucker in die Erde ab. Diese werden von Bakterien abgebaut. Dabei entstehen elektrische Ladungen, woraus die Firma Strom für ihre Lampe gewinnt. Für die Wissenschaftskommunikation oder um einfach auch Wissenschaft lebendig und begreifbar zu machen, sind solche Projekte total toll. Aber wir dürfen sie nicht verwechseln mit Technologien, mit der wir wirklich unsere Probleme lösen können. Also eine Solarzelle ist 20 Mal effizienter als eine Pflanze. Was allerdings ein guter Ansatz ist, ist die Idee des Energy Harvesting. Also dass ich überall da, wo ich Energie sozusagen aus der Umwelt holen kann, dass ich sie da auch wirklich nutze. Die Natur zu nutzen, das kann schon im ganz Kleinen anfangen, und zwar bei Bakterien und dem, was sie produzieren. Ich bin Professor Ruben Costa und ich arbeite in meinem Team an nachhaltige LEDs und Solarzellen aus Proteinen. Diese LED-Lampe leuchtet tatsächlich blau. Um in weißem Licht zu strahlen, braucht sie einen Farbfilter. Und genau dafür sucht das Team eine nachhaltige Alternative. Denn bisher verbraucht die LED-Produktion viel Energie und Farbfilter benötigen seltene Erden. Die LEDs sind problematisch, weil die Vorkommen von den Materialien, die wir benutzen, von den Farbfiltern, reichen nicht. Wir haben nicht viel. Das Recycling ist leider nicht effizient und günstig. Unsere Alternative ist ein Blick zurück in die Natur. Die Natur machen auch Blaulicht und benutzen auch Farbfilter. Im Labor züchtet das Team in E. coli-Bakterien Proteine, die leuchten können. Ganz ähnlich denen, die auch in der Natur zu finden sind, etwa bei Anglerfischen. Diese Proteine könnten herkömmliche LED-Farbfilter ersetzen, wenn es gelingt, die Haltbarkeit weiter zu verbessern. Energiesparen in der Zukunft. Dafür gibt es bereits viele Lösungsansätze. Wie unsere Zukunft dann wirklich aussehen wird, das hängt aber auch von uns allen ab. Und deswegen ist es nie zu spät, mit dem Träumen anzufangen, sich verrückte Dinge auszudenken, auch ein bisschen rumzuspinnen, weil die verrücktesten Ideen können vielleicht irgendwann auch Wirklichkeit werden und uns eine Grundlage geben, die Zukunft besser, interessanter und lebenswerter zu machen.